Sie heißen Christa, Nicola oder Sieglinde festkochend und sind richtig zubereitet, als Pell- oder Bratkartoffel zum Beispiel, einfach zum Anbeißen. Im rohen Zustand allerdings sind sie dem Thüringer Landeskriminalamt nun übel aufgestoßen und wurden prompt beschlagnahmt. Ein paar Jugendliche hatten Kartoffeln als Munition verwendet, als Futter sozusagen für eine selbstgebaute Kanone. Nur entwickelte diese Kartoffelkanone eine ungeahnte Durchschlagskraft und da war es mit dem Spaß nun wirklich vorbei. Über die tolle Knolle und das Waffengesetz berichtet Daniela Sonntag. Wenn die Beamten die Kartoffelkanonen testen, gehen sie lieber in Deckung. Bei 270 km/h entwickelt nicht nur die Kartoffel Durchschlagkraft. Die Experten vom Thüringer Landeskriminalamt trauen dieser Baumarktkonstruktion einfach nicht. Das sind normale Plastikrohre aus einem Baumarkt, die dafür geeignet sind, möglicherweise Abwässer zu transportieren, aber nicht dafür ausgelegt sind, diesen enormen Druck, der bei der Explosion entsteht, standzuhalten. Das tun sie vielleicht 3, 4 Mal, auch 15 Mal, aber es ist nicht absehbar, wann irgendwann mal dieses Ding explodiert. René Köhler hat's trotzdem probiert. Von Freunden hatte er von der Kartoffelkanone gehört. Und dann ging alles ganz einfach, denn die Bauanleitung steht detailliert im Internet. Wir konnten uns das auch gar nicht, ehrlich gesagt, so richtig erklären, dass das funktionieren soll. Halt mit Haarspray und mit Plasterohren und mit Kartoffeln, dass da irgendwie... Ja, und da hat man das halt mal ausprobiert, aus Langeweile. Das Prinzip ist simpel. In einer Art Verbrennungskammer wird das Treibgas aus der Haarsprayflasche gezündet. Die Explosion treibt das Geschoss, zum Beispiel eine Kartoffel, durch den Lauf. Genau so funktioniert auch jede Pistole und das ist das Problem. Die Kartoffelkanone ist eine Waffe im Sinne des Gesetzes. Wer eine hat, macht sich strafbar. Dann, nachdem die Polizei hat uns erzählt hat, dass das unter das Waffengesetz fällt, ja, da haben wir dann schon ein bisschen anders geguckt, sag ich mal. Ist schnell aus Spaß ernst geworden. Für René Köhler und andere Heimwerker wird Kanonenbasteln jetzt auch ein teurer Spaß. Ihnen drohen erhebliche Geldbußen.